Well, good morning. Ich freue mich von dir und war hier zu sein und mitzunehmen von Gott seine Liebe. So ich sollte eine German Message und höre ich da an und dann werde ich über dem an, dass ich und Mr. Norman hatten ziemlich sehr über reingedacht und über reingestudiert und über rein ins Nennen aber ich dachte, das braucht das nicht. Some von Ihnen wären hier nicht. Und der wird hier sein wollen, und wir zusammen was ich mit lernen, aber danach wird es auch zusammen understanden. Ich freue mich danach, dass Gott seine Liebe zu sein ist, wenn wir uns noch sehen. So wie wir alle wissen, das ist noch mal kurz, dass wir hier ein Jahr fast hatten und nu wel waren, dinsdag. So das Jahr ist hastig vorbei. Keiner von uns weiß, was das Jahr wird bringen. Nu kijken we terug en ik geloof de meeste van ons würden kunnen zeggen, we zijn bloos sehr gesegnet worden das letzte Jahr. Wir haben viel Dinge jährlich belebt und sind ermuntert worden und haben Dinge gesehen. Und vielleicht auch können wir sagen, auf some areas, wo wir vielleicht sagen, dass, ich habe some Dinge neglect, ich habe some Dinge nicht ernst genug genommen, ich habe some Dinge mich nicht sehr genug bemerkt, was mir noch abgewiesen, was ich wohl haben sollte getan haben. Donnerstag sowieso hatten wir Instruction Class. Und ich gleich dort zu sein, ich gleich dort zu harken und mit zu leben. Und dort kam ein Vers ab, was mir die Botschaft starten von der. Und ich wollte die Vers noch lesen. Aber wenn wir denken, dass ein Jahr, das ist nicht mehr lang für uns alle. Wenn wir drei denken, dass so eine kurze Zeit, nur eine kurze Zeit wieder, dann sind wir von der, was von der ältesten Teil, von der uns haben wir die Mädchen oder die Jungen, die uns würden teilen, und ein paar Mal plinken, dann sind wir von der Älteren, und dann die, die von der Älteren sind, die sind dann nicht mehr among uns. Und so sollen wir leben jetzt an. Leben jetzt an. Sind wir bereit, Jesus zu begegnen? Und mit dit wil ik de vers, den Satz sagen, was ich denke von der und in der Botschaft ziemlich sehr an zu denken. Und dort ist in John 21, Vers 15, 16 und 17. Und das ist, wo Jesus Petrus fragt, do you love me? Hast du Liebe für mich? Weil wir alle würden sagen, yes, wir lieben Jesus. Wir wissen, dass er uns geraten. Wir wissen, dass er sich uns angenommen. Aber wo ist uns Leben? Beweist dort der Leben und all das Leben, was wir haben zu Jesus, klar genug, dass andere Menschen wollen können sein, dass wir sind Jesus wirklich gut. Wir wissen diese Geschichte, Petrus, die wir gewesen confused, er hat Jesus verloren, er wusste nicht mehr, um was er will. Er will immer Recht reden, er will Recht Verantwortung annehmen und Dinge zu tun. Und nun hat er Jesus verloren. Geld wir alle, wissen nicht mehr was, sagt er zu seinen Jüngern, let's go fishing. Die ganze Nacht, er war mehr gewesen, versucht festzugreifen und hat keinen Fisch gefangen. Morgens kommt Jesus durch und kommt nach und dann fragt er ihn, der Erste, hast du nichts zum Eten? Und dann sagen die Jünger, no, wir haben nun nicht, das ist alles. Dann sagt er, dann schmiert das Naht, dann reicht er sie drüt. Und dann weiter wie die Geschichte, dass sie durch einen Doll Fisch holen. Und als die Fisch im Naht wären, dann auf einmal dann fangen die Jünger an zu denken und sagen, what's going on? Nu is de Fasching-Tijd een beetje alle even. En nu heeft hij gezegd, en nu hebben we hier de naad vol Fisch. Dan zegt einer van de jongeren te Petrus, dit moet de Herr zijn. Dit moet Jezus zijn wat er om meer staat. Wat deed Petrus? Hij hupste meer neer en zwam naar de kant en leidt de jongeren daar alleen met de Fisch. Als dit alles zo even weer, en ze hadden Frühstück gegeten, in Vers 15 in John 21, sagt es, als sie es gegessen haben, sagt Jesus zu Simon Petrus, Simon Jonah, ist deine Leute zu mir geraten,
als te deze. Hij zei, jo, Herr, du weet dat ik die goed zie. Jezus zei, dan werd mijn lammer. So, Petrus kriegt diese Frau auf eine Stelle, wo er gewasset vertwiebelt wird, gewasset ein Wundern leben, was als der nächste Staub für mein Leben. Vielleicht nicht vertwiebelt, das ist vielleicht nicht das rechte Wort, aber was als der nächste Staub in mein Leben. Ich will ganz abrechtig, dass ich will Jesus nur folgen. Ich will am Treu sein, nu habe ich ihn verloren, er ist tot. Was ist der nächste Staub für mein Leben? Well, wir alle geraten in verschiedene Stages im Leben nähern, dass wir auch manchmal nicht näher weiten. Was ist der nächste Staub für uns Leben? Jesus ging mit Petrus und fragte, was ist dein Leben zu mir? Ich weiß, dass du nicht alles verstehst. Das ist Jesus den Anchecken. Ich weiß, du kannst das nicht alles verstehen. Ich weiß, dass hier in dieser Stage, wo du nu bist, dass du nicht näher weißt, was der nächste Staub ist. Ich weiß das. Aber wo ist der Leben zu mir? Und Petrus sagt immer wieder, Jo Herr, du weißt. Jo Herr, du weißt. Das wird Petrus seine Antwort. Wir wollten von euer in seinem Leben, haben wir einmal Leichheit zum Antworten. Er hat eine Antwort. Aber hier sagt er, Jo Herr, du weißt. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Und dort kann sein, dass ich und du in some areas in unserem Leben durch angeraten, dass wir weiten bloß nicht mehr. Aber wo ist unser Leben in dem Moment zu Jesus? Das ist mein Verlangen, dass wir verstehen können, Jesus seine Leben an uns. Was ist Jesus seine Leben zu uns? Dort, was wir hier tun, das fällt uns nicht schwer. Samuel Keller vertelt eine Geschichte, als er abreisen wird wie ein Evangelist oder ein Pastor, was verreist wird. Und einen Tag, dann, weil er essen war, und das fängt an zu regnen und zu gewittern und stürmig und kalt und was immer. Und dann bei Matsch in den Hüsten. Er hat noch 10 Mil zu wanken. Zu jener Zeit, mit einem Pieten Bauer, 10 Mil, das wir anders als von der und 10 Mil sind für uns. So, und er hat nicht fertig, und er hat nicht Geld, und er wird gleich zu moven. Und er geht dann noch ein Mann im Dorf und fragt, was er wird gerne in Haus führen, wo er dann ist. Und der Mann, der kriegt einen Smile, und eben in das Wahre, und spannt an, und die 10 Minuten, dann sind sie auf der Reise. Und das Samuel Keller, der bewundert sich den Mann. Und er denkt, es sind enge Weiß, dann auf einmal fragt er, fällt dir das nicht schwer, von der die eine Pier holen, und das war, und ab dem Weg, wo wir von der uns sind, meine Hüste führen. Dann checkt das Mann, das ist ein Tom, checkt er an, so freundlich an, und sagt er, was einer Year in that, das fällt einem nicht schwierig. Was einer Year in that, das fällt einem nicht schwierig. Und so, wo ist es, wenn wir denken an unser Leben zu Jesus und ans alldeutsche Leben, wo wir Gelegenheit haben, Geld zu merken, wo wir Gelegenheit haben, Seier zu schaffen, und wo wir haben Gelegenheit, viele Dinge zu tun, wo ist es dann mit dem Leben für Jesus? Der 16. Vers, das ist, wo Jesus Petrus das zweite Mal fragen hat, sagt er, bist du mir gut? Und er sagt zu ihm, Jo Herr, du weißt, dass ich dich gut sehe. Einmal war Jesus eine Antwort heran. Das erste Mal sagt er, werd meine Lama. Das zweite Mal sagt er, werd meine Schub. Und dann in der 17. Vers, da fragt er am Wahrer, und dann sagt er, dass Petrus ward traurig. Ich liebe Jesus. Und Jesus fragt mich dieselbe Frau, wahrer und wahrer. Und nu al het derde Mal hat er mich gefragt, was ich am Leben tue. Petrus war traurig, aber was wir seine Antwort? Er sagt, wahrer, du weißt, dass ich dich gut sehe. Ich weiß, ich habe gefehlt. Ich weiß, ich habe dich verloren. Ich weiß, ich kann nicht das tun, was ich soll. Ich bin so brav, ich sage, ich würde dich nicht verlieren. Und ich habe da. Aber Petrus sagt, ich liebe dich trotzdem.
Met de Fehler, wat ik gemerkt heb. Met dat wat mij passiert is, ik leef die dan nog. Ik wil die leven niet loslaten, want mijn vleeselijke körper ook dingen deed, uitvaardig of wat immer het is, maar de leven die wil ik voorzien. Dan gaan onze gedanken vielleicht terug naar wo Jezus Petrus vraagt, und wer seien die Menschen, wer wir sind, dann sagt Petrus so ganz pro, sagt du bist Christus, der lebende Gott sein Sehen. Dat Bekenntnis hat Petrus alweer eingegeben. Nu teruggaan naar ons, dat we hier leven en alle, ik geloof ik, een geloten leven kunnen leven. We hebben het goed. We durven niet toebrengen en zeggen, wo we onze noedelen hernemen voor de nächste dag, of wo we ons brood te frühstück hernemen. Dat is alle door. Aber danach sind wir Menschen mit Versicherungen. Wo hört das ab? Oder wo sind wir auf einmal bei dir und sagen, meine Liebe zu Jesus ist gerade aus all das, was ich hier habe. Wenn wir an denken, dann in der 15. Vers, du fragst Jesus, Petrus, bist du mir Liebe, ist deine Liebe zu mir gerade aus dieser? Und wir können hier vielleicht nur zwei verschiedene Seiten gehen und vielleicht sagen, dass aus dieser andere Jünger ihre Liebe zu Jesus ist, oder aus dieser Fashion, das Naht und das Boot und was immer. Wenn wir nicht würden gehen sagen, der andere Jünger, der hat nicht so eine Liebe zu Jesus als Petrus, dann würden wir vielleicht wo anfühlen, wo wir gleich anweiten. Wir kennen der andere Jünger nicht so klar. Und der alle, glaube ich, würden gesagt haben, ja, ich liebe Jesus. So ist Petrus da. Aber wenn wir an denken, dass Petrus, der wir mit durcheinander, oder mit einer Enge kommen mit sich selbst, hat nicht zu essen, er weiß nicht gerade, was der nächste Stopp in seinem Leben wird. Wir waren an der Boot gegangen und wir in der Naht gegangen und hat versucht und hat alle nicht geschafft. Und nu dass Jesus sagt, der andere sieht das Naht nicht schmieden, nu liegt du ein großer Klumpen Fisch, haben verlangt zu essen. So was ist wichtig nu. Wir alle haben genug zu essen, wenn wir kicken dann an unsere Fridges und unsere Kummer. Wenn wir für einen Monat nicht wieder im Stoff waren, dann wird keiner von uns noch nicht hungern dürfen. Wir haben da alle genug. Aber unser Leib zu Jesus, wo ist der abgespeichert? Ist der auch so sehr abgespeichert als uns Verrut für unseren Körper? Wir alle haben einen Körper mit uns, was uns eine Versicherung führen wird, nur das fleischliche Wesen. Uns Fleisch, das tickt immer wieder, und das tickt wieder, und das tickt wieder. Und so habe ich den Leib zu Jesus, dass er gerade ist aus unseren Augen ticken kann, und dort, was wir Ramans haben, was wir begegnen tun. Du warst mal ein junger Mann von einer Insel nach Amerika geschickt zum Auslehren von Missionar. Also du ist erst in giftet in einer großen Versammlung, wo alle top sind, und die Amerikaner, die sind alle neugierig, wo er herkommt, und was immer seine Abgabe ist, oder was immer er tut. Und sein Englisch ist nicht sehr gut. Und dann fangen diese Amerikaner da an, über ihn zu lachen. Und er weiß nicht mehr, was er wieder sagen soll. Und auf einmal dann dreht er ran und sagt, hier ist von der eine Versammlung top, aber ich weiß, du wirst eine größere Versammlung top sein, wo wir alle wollen sein. Und dann wird du gefragt worden, wo ist deine Liebe zu Jesus? Und dann denke ich kann mit Ja beantworten, dass ich Jesus gut sein. Und dann dreht er sich nach den Anleiter von dir, der das gelacht hat, im Schwung gebracht. Aber was wirst du antworten, wenn Jesus dir wird fragen, dass du am gut bist? Das Mann, der kann diesen Gedanken nicht mehr loswerden, aber er weiß, dass ich sein Jesus gut. Was tun wir, wenn uns würde angestoßen worden oder angeschiert worden an was wir tun, oder uns wird gelacht worden, oder uns wird was neu geredet worden, oder was immer das ist. Wo würden wir reagieren? Das Mann wie ein fremdes Land, seine Sprache wie schlecht, aber seine Liebe zu Jesus
dat we zo dat hij niet aan dag wat aan ongedaan wordt, maar hij dacht, hoe kan ik wat zijn dat het 10 jaar kan ten gouden dien. Hij wie han gekomen te leren en wie hij door de leren. Zoals ik al zei, we haben het alle goed en we vergeten manchmal wat werkelijk im Leben talen dat. En mijn verlangen van de is dat we worden kunnen denken, wat is Jezus zijn leven? Want Jezus mij en die wordt vragen, wat zou je eigenlijk aan gleichen doen? Wo wordt we handje? Wordt we ook zoals Petrus raufchecken en treurig worden en zeggen, Herr, ik weet niet wat ik zijn zal, maar ik weet dat du mij hart kan des. En du weet dat mij dat leidt dat, waar ik ben. En dingen wat ik in mijn leven gedaan heb, wat ik weet wat die treurig maken doen, dat wil ik niet meer wel. We weten niet wat Petrus en Jezus de Verheer alles verteld hebben. Aber sei Gott möglich, dass Petrus als das erste in Jesus gegangen und gefragt, kannst du mich vergeben? Und das ist was sometimes was uns schwer fallen, wenn wir haben ein Mistake gemerkt, dass wir können gehen sagen, hier sind ich auch sorry für das, was ich getan habe. Das ist, wie Jesus nicht kicken das. Das ist, was der Leib verarmt, rüberbringt, wenn wir können gehen sagen, I'm sorry, ich bin auch. Aber so vielmals haben wir ans Fleisch durch, was sich für sich reichte fordern, was sich für sich reichte reden, so ist Petrus fair, dass er Jesus verlehen dort. Er kann Jesus. Und er gleicht Jesus. Aber er verliert. Even wenn er ganz braucht wir und reden dort. Dann in Vers 18, hier sagt Jesus, er hat ihm die 3 Frauen gefragt. Und hier sagt Jesus zu ihm, ich sage dir die Wahrheit, als du jünger wirst, bringst du dir selbst deine Kleider an und gingst, wo du hin wirst. Aber wenn du älter warst, wirst du die Hände uitstrecken und die werden andere das Geld anholen und die wo hinnehmen, wo du nicht hin wirst. Ich weiß nicht, was Petrus gedacht hat. Aber hij wie een man, hij wie een aanleider, hij wie rijdt hem immer gaan. En hij ging. En hier sagt Jesus, du hast mir das gesagt, dass du mir gleichen ist, dass du die Liebe zu mir hast. Okay, wenn das so steht ist, dann werden some Dinge langsam anfangen zu ändern. Und dann in Vers 19, da sagt es, wo wen er das sagen, und sagt es, dit seht hij am Antedienen, der Wort für einen, dort Gott verherrlichen wird. Als Jesus das gesagt hat, seht hij zu ihm, komm und folg mir nur. Nu wie das, was Petrus, das Bekenntnis, was Petrus gegeben hat, dort wir Jesus klein und sagt, okay, du hast das gesagt, und das wird es dort bleiben. Und anders steht ja lesen, dass Jesus sagt, Petrus, ich habe für dich gebeten, dass deine Leben für mich bleiben wird. Dat niet wordt aufkommt. En we kunnen ons dat gebed alle zelfs aannemen in ons kampfsleven. Dat Jezus heeft voor ons gebed, dat hebben we in Johannes 17 lezen. Jezus heeft voor ons gebed dat we worden zijn kinderen blijven, dat we worden kunnen bestaan blijven. Jezus zegt te Petrus, dan kom en volg me nu. We hebben nog keinmal gezien dat onze ongeheven zijn, wegen Jezus zijn naam worden uitgemerkt. Aber Jesus sagte Petrus, das was die passieren wird, wenn Petrus es nicht verstehen kann, was es meint. Was wir von der und lesen, dann sagen wir das, was passieren wird. John 14, Vers 23 sagt, Jesus sagt zu ihm, wer mir Gott ist, wird mein Wort hören. Und dem wird mein Vater Gott sein. Und bei dem, wo wir uns kommen, tust mir. De liefde te Jezus. Wo is mijn liefde te Jezus? Jezus zegt hier, wer mij gleichen dat, wem zijn liefde te Jezus groot is, die wordt het holen wat ik geschreven heb. Een ander weer zegt het, dat wordt in de Bijbel geschreven, die wordt dan zeker, die wordt dan forschen, die wordt heen rond zijn door te holen. Krijgt es Jan
man sieht, was einer Jieren das fällt einem nicht schwer. Und dort ist es, so ist es mit Anschaffen, dass man wie Jieren wollen, Jesus in die Gebauten holen und fallen, dann fällt uns dort nicht schwer, die Bibel zu nehmen und zu lesen und zu forschen, wo der Band ist. Und dort ist mein Verlangen. Aber dann sagt das noch was in das Vers und sagt, bei dem, wo wir uns kommen, tüß mehr. Jesus sagt dort und er sagt, wie. Das meint, Jesus und Gott wollen sich tüßig merken an mein Hort. Wie uns exen heran, seine Geboten zu holen. Exen heran, dort zu tun, was er an seinem Wort lehren wird. Ich will nicht dort besiegt, das was tun, was antrüdig merken wird. Ich will dort tun, was sein Wort ans lehren wird. Und wenn wir dort tun, dann wollen wir erfällt fallen in uns Leben. Wir wollen nicht diese brave Menschen sein, ich weiß nicht, was es macht, aber wir wollen die sein, was erfällt fallen mit Frieden für den Herrn Dinge zu tun. Das wäre wir dann wollen sein. Wir forschen, wir segnen, wir sind heran. Wenn wir dann durchgehen in das Jahr 2018, dann glaube ich, wird wir so aus Petrus mitstellen, ich bin hier und du und dort Karte gekommen. Bloß in das letzte Jahr. Und ich habe 40 Jahre gelebt und bevor an seine Karte gekommen, was erstes das, was mein Leben kann, erfrischen und erfreien aus der Liebe zu Jesus Christus. Wenn ich komme, immer wahre Karte in mein Leben. Ich sage hostig was, ich denke was, ich tue was den anderen traurig merken wird, oder was immer. Wenn ich denke, bloß in das letzte Jahr, bevor es mir dort passiert. Sind ich immer willens gewesen, gehen sein, sorry, Lord. Ich habe die Liebe zu dir nicht reich benutzt. Oder ich habe für jeden, was Gott ich dir will. Oder ich bin bloß Karte gekommen. John 14, Vers 15. Wenn ihr mir Gott seid, dann holt meine Gebote. Hier redet uns selbst abhalten mit Frauen. Ich kann mich selbst fragen, das war, der Leib, was ich zu Jesus habe, ist so groß, dass ich willig sein, das Unternehmen, was er in seinem Wort mir lehren wird. Wenn der Leib nicht so groß ist, dann ist das something nicht ganz rein. Und dann in John 15, Vers 10, sagt er, wenn ihr meine Geboten holt, wo ihr von mir Gott sein lohnt. So, Jesus will uns Gott sein, aber es hier zu hören, dass wir manchmal wohin und loten dort nicht, dass er kann seine Hand auf uns Schulter leihen und sagen, dass er uns leben wird. Wobei wir geben uns Fleisch zu viel Gelegenheiten oder zu viel Reich in uns Leben. Dann sagt er, gerade so aus, ich meinen Vater seine Geboten hol und mich von einem Gott sein lot, wünsch ich von du, die auch von mir Gott sein. Das wird Jesus sein. Er hat eine Liebe für mich und die, even wenn ich in die auch kart komme. Er will nicht, dass ich in die Sachen verloren gehe. Er will nicht, dass ich in die Sachen ein schweres Leben hier leben und nicht weiten wohin. So ist er, dass er nicht will, dass Petrus soll. Jesus weiß, dass Petrus hat ihn verloren. Jesus weiß, dass Petrus hat es schwor. Er weiß, dass Petrus wieder rübergegangen hat, gerastlich sei gehielt für dort, was anderes passiert wäre. Han ich und du einmal gehielt über unseren Sinn, wo wir sind kart gekommen. Jesus ging nach Petrus und halb am Derch, dass Petrus verstehen kann. Und dort sein Verlangen, mir und die Derch zu haben, wo ich und du nicht verstehen können, wo ich und du kart kommen dann. Wir sind hier bei ihr und wir begegnen viele Dinge und wir sehen Dinge und wir sehen Gelegenheiten, wo ich und du können eine Differenz merken, wo ich und du können mithalten und verschiedene Dinge begegnen wir. Und was das an uns Leben? Eine junge Frau, sie wir enorm mit sich selbst zufrieden. Sie wissen ein bisschen, was es muss, Geld verdient und was immer. Sie wir ziemlich gut auf. Und ein Tag dann jetzt in ein Dorf allein und da sind viele leprokranke Menschen. Und sitzen da eingestellt eine
nurste vielleicht ein leprakranker Mann sein, oder früh, oder was immer das ein leprakranker sein, schlimmsten, eine früh besorgte du. Jetzt ist er so vorbei und dann sagst du, das würde ich nicht für $1 Million tun. Diese früh, das smilet und kickt da an. Sagt er, für $1 Million würde ich auch nicht. Aber für das Leben für Jesus, dann tue ich das wahrlich, dann tue ich das hier. Was ist unser Fokus? Wenn wir auf einmal abgepufft werden mit uns selbst und glauben, wir haben das alle unter Kontrolle, dann merken wir Statements, wo wir uns selbst vielleicht wegen Schämen machen, dass wir es dort denken. Dann. Second John 3 sagt es steht, Genot, Mitleid und Friede von Gott, den Vater und seinen Sohn Jesus Christus, mochten mit uns bleiben in Wahrheit und in Leib. Das ist, was Johannes sein Verlangen ist, dass Gott seine Genot, sein erbarmende Leib und der Friede, was Gott gegeben hat, dass die wird in uns bleiben, in uns wachsen, in uns sein aus den Sternen, wo wir uns anholen können. Judas 21 sagt, es bleibt in Gott seine Leib und lügt auf unseren Herrn Jesus Christus. Jönt in seine Genot zu das ewige Leben zu bringen. Von der uns stehen wir noch hier. Wir haben diese Friede mit Jesus belebt. Wir haben die erfahren. Aber Judas ist auf einmal wichtig und sagt zu uns, bleibt in Gott seine Leib. Und das ist something, wo wir uns machen, immer wahre Kicken und Frauen. Sind ich in Gott seine Leib? Lebe ich in Gott seine Leib? Der Leib, was ich praktiziere, da ist es bloß, wie es andere mir gut sind, oder ist das something, was really von Gott seine Leib getrieben worden ist? Wir wissen, dass in Revelations 2, das wird der Brief nur der Ephesische Kirche geschrieben wird. Und dann fängt Jesus zu uns das zu sein, zu Johannes. Ich werde den Vers das lesen und dann haben wir some Gedanken von rücknehmen. Excuse me. Revelations 2, Vers 1, dann sagt er, nur den Engel von der Gemeinde in Ephesus schrieb, das sagt der den 7 Stirns in seine rechte Hand hält, und mittenmangt die 7 goldene Lampen. Ja, Und dann in Vers 2. Ich weiß an deine Worte, deine Arbeit und deine Geduld, und dass du die verleidende Menschen nicht verdrehen kannst. Du hast dich uitgeproefd, dat du vergevene Apostel zu sein, die dat aber nicht sind, und hast uitgefangen, dass die Lehrer sind. Okay, kleine 3 Becken. Wir sind klar in uns Leben, und wenn wir nicht erst gewünscht, können wir klar merken, aber wir sind klar, wir haben Jesus angenommen. Wir leben dabei. Wir tun Dinge, weil wir Jesus angenommen haben. Und das ist auch, was die Ephesische Kirche wird. Jesus sagt hier, ich weiß, was du alles tust. Ich weiß, was du schaffen hast, und ich weiß, was du geduldig bist mit diesen Sachen. Ich weiß, dass Menschen, die haben versucht zu verleiden, und du hast dort nicht teilgelassen. Du hast abgestohlen und hast uitgeproefde Menschen und hast ihnen gesagt, das ist nicht reich, was du tust. Das ist, was Jesus sagt. Du hast die gemacht. Vers 3. Du hast geduldig uitgehouden und bist nicht mehr geworden, an meinen Namen sind hoven zu arbeiten. So, das ist, was der Ephesische Kirche hat. Sie hat sich gemacht, sie hat gearbeitet, und dann sagt er, geduldig uitgehouden, das meint something, das wird an gekommen, was schwor wird. Wir haben nicht nötig, something geduldig uitgehouden, wenn uns das alle schein geht und wir alle gesund sind. Was ist dann nötig, geduldig uitgehouden? Das ist dann nicht, wie es uns erst alles gut ist, als schon fein so, dass es Raum uns ist. Aber Jesus sagt hier, die haben gut gearbeitet, die haben Dinge uitgeproefd, die haben Dinge freigestellt, die haben gemacht. Bist nicht mehr geworden, bist anholend gewesen, aber dann in der 4. Vers sagt er, aber ich habe das gegeben, dass du nicht mehr so gut meint bist, als du am Anfang bist.
Als ik dit hier lezen deed en rijden, dan ging mijn gedanken trainen en het luidt weer in 99, als ik Jezus mijn hart geven deed. En ik dacht, even nou, wat heb ik dan gedaan? Ik wil wellig mensen aan te reden, ik wil wellig van hand te gaan, waar mensen mij wegschuiven deden. Ik wil wellig stil te zetten, te harken, waar die over mij schempen deden, mij afwijzen deden. En dan kijk ik met drie van jou. Wat is van jou? Is mijn leven te Jezus nog zo als het dan weer? Jezus zei hier zu dieser physischen Gemeinde, ik had het gedaan. Die waren zo goed op een been. Die waren zo goed meinen. Maar wo is dat gebleven? Wo is dat veel gebleven? Ik wens dat ik kan frisches moed voelen en wellicht op zo'n steden kan gaan, wanneer ik ook weet dat het wat jij in mij gaat. Vers 5 zegt het, denk eraan waarvan du gevallen bent, keer om en doe waar wat du am Anfang deed, wanneer du niet aan keren was, waar ik komen en den lampenhouder van zijn stede wegnemen. Dit zijn harde woorden, wanneer we ons dan aandenken. Ik en du hebben vielleicht veel dingen beleefd aan dem wat we Jezus kan doen, aan dem dat we Jezus nieuwe volk zijn, aan dem dat we dingen hebben terechtgesteld en klaargesteld, zo is het wat Jezus wil hebben. Maar wo is onze leven van jou te Jezus? Is het nog immer zo? Wordt, wanneer Jezus mij en die persoonlijk wird vragen, dat we dan worden op einmal sagen, na, ik weet niet, der ist vielleicht nicht mehr so gut als die wir. Wir haben das gut. Uns geht es schein. Wir sind sehr gesegnet worden. Und Jesus die fragt uns von dir an, wo ist unser Leben veran? Und dann sagt er, wenn wir dort wollen proben, dass das nicht so ist, als das am Anfang war, dann sagt er uns in den 5. Vers, dass wir wollen machen Buße tun. Wir wollen machen, was uns anstrengen. Wir wollen frisch machen, nachdenken, was habe ich alles vermisst, oder was darf ich vermissen, was ich am Anfang nicht vermissen darf. Und so ich schon am Anfang sehe, das wird Gottes lesen und forschen, was ist der nächste Stück für mein Leben. Das ist Nummer 1, wo wir was kann tun, um das stärker werden. Gut, mein Verlangen ist, dass, wenn wir denken dann über das Jahr 2018, dass wir nicht wollen mit den Sachen, die wir nur denken, uns anmutig merken. Oh, ich habe so viel Karte bekommen. Oder dass wir wollen nur denken, man, ich habe ein Jahr gehabt, ich habe Success gehabt. Das auch nicht. Aber dass wir wollen an den Sachen nur denken, was kann ich tun, dass die Menschen rund mich wollen sein, dass ich Jesus wirklich gut sehe. Und dass der Leben, was ich zu Jesus habe, auch kann andere Menschen nachtragen, dass wir einen Tag wollen uns im Himmel begegnen. So ist das kleine Junge, der Gruppe auf einmal fragen, wenn Jesus die wird fragen, als die mir gut besser. Das Junge sagt, ich komme mit Frieden, antworten, ja, ich sende die gut, aber du, aber ich. Und das ist mein Verlangen. Wenn wir abstunden zum Beten, wird passen das. Vater im Himmel, da du unsere Horten kennen das, da du weißt, wo unser Leben zu dir stehen wird, da du unsere Horten kennen das, da du weißt, wo unsere Horten klappern, wenn wir uns freuen, wo unser Leben zu dir ist. Da du siehst, was durch das letzte Jahr passiert ist in uns Leben. Vater, wir freuen, dass du uns was die Kraft geben sollst, du in dem Wort versprechen hast, aber nicht, nicht uns selbst bejammern und sagen, dass wir in das oder dort oder jant, aber dass wir wollen abstehen und die folgen sollst du uns Anweisungen geben lässt. Du sagst, dass du warst in Johannes 14 sagst du, dass du gibst uns den Heiligen Geist, dass wir wollen erkennen, was dein Willen ist, und du frei wir uns zu Jesus.
Wir danken dir, dass du uns bei hier erholen hast. Und dass du uns an deine Leben antragen lässt, durch dein Wort. Und dass du uns gesegnet hast, so sehr vielmals gesegnet hast, wo wir nicht mal so reich über gedacht haben. Wir sind dankbar dafür. Und von der Frau wie vorher, dass wir wollen können nachdenken, wo unser Leben zu dir ist. Und dass wir wollen ehrlich sein, Dinge zu übernehmen, Dinge zu stellen. Und dass die nun was verherrlicht worden von den Menschen hier auf dieser Erde. Das ist dein Verlangen und du sind euch von Herzen dankbar für. Wir freuen uns deinen Segen und an deine Lehrung durch das Tag in Jesus' Namen. Amen.